Okay, gut, dann haben wir das. Okay, gut, willkommen alle zusammen. Ich glaube, das ist der erste Vortrag seit wie lange? 3 Monate, oder? Lange? Nein. Ich glaube, ich habe einen Vortrag gegeben im September, oder? Nein? Das ist egal. Nein, es war nicht letztes Jahr. Das ist immer ziemlich spontan. Ja, weil es kommt zu mir und dann ich muss es sofort geben, dass ich bin leer und dann bekomme ich einen neuen Vortrag. Nein, ich war dann drei Wochen in Anatolia und dann kam dieser Vortrag zu mir und dann habe ich gesagt, okay, und deswegen habe ich das, und Beatrix hat das übersetzt, ich schreibe das in Englisch, ja. Okay, so, auf jeden Fall, ja. Dieser Vortrag heute Abend geht an etwas, was viele Leute wird das nicht glauben, aber ich merke das seit ein paar Jahren, dass von was wir jede in Spiritualität, jeder glaubt, dass wir haben 7 Hauptchakren, von das Wurzelchakra bis das Kronenchakra. Und die 7 Chakren natürlich hat einen Zugang zum 7 Ebenen. Und es ist einfach so, dass zum Beispiel Daskalos, Chris, kennst du Daskalos, mein Lehrer? Nein? Kennst du Daskalos? Ist egal. Nein. Daskalos hat immer gesagt, dass wir sind 90 bis 95% unbewusst. Und das war kein Problem für uns. Jeder hat gedacht, es stimmt, wir sind 95% unbewusst. Und auch die große Sigmund Freud hat gesagt, wir sind unbewusst, und auch der C.G. Jung hat gesagt, wir sind unbewusst, und viele spirituelle Lehrer in Indien, die sagen, wir sind unbewusst, dass wir stecken in eine Schlafbewusstheit, dass wir schlafen und dass wir sind nicht wagt. Und für uns, das war gar keine Frage oder gar kein Problem. Und seit ein paar Jahre oder Monate stelle ich diese Frage, sind wir wirklich so unbewusst? Und der Grund, dass ich stelle diese Frage, ist, dass ich bin sehr beschäftigt, wie viele von mir weiß, ich bin beschäftigt mit, sagen wir, mit die verschiedenen Glauben, das gab vor Christentum. Und ihr weißt, dass ich bin ein großer Fan vom Christentum. Mein neuer Film ist jetzt fertig und das zeigen wir bald. Das ist das Maria Magdalena Evangelium. Und ich liebe Christentum, aber trotzdem, ich muss diese Frage stellen, was waren die verschiedenen Glauben in dem Mittelmeer oder in Ägypten oder in Anatolia in die Zeit von Christus oder vor die Zeit von Christus? Und das ist meine große Leidenschaft jetzt, dass ich mache diese Reise nach Ägypten und auch nach Anatolia. Deswegen war ich gerade drei Wochen in Anatolia. Und ich merke, dass diese Glauben, das war auch in die Zeit von Jesus Christus, die sind ein bisschen anders als was wir jetzt gerade erleben als Christentum oder Judentum oder Islam. Und ich habe kein Problem mit Judentum oder Christentum oder Islam, im Gegenteil, ich liebe die. Aber trotzdem, das ist sehr wichtig für uns, weil Christentum ist in Aufbau seit über 2000 Jahren. Seit Jesus Christus auf der Welt war, haben wir dann geglaubt, dass er kommt, dass er bringt uns einen neuen Glauben. Obwohl Jesus Christus war ein Juden und alle die Aposteln, und Maria Magdalena, die waren alle Juden. Aber trotzdem, man will immer einen neuen Glauben aufbauen. Und das haben wir gemacht. Und dieser neue Glauben, das wir aufgebaut haben, war erstmal, wir nennen das katholisch insoweit, dass das ist die Urglauben, aber dann kommt dann ein Spalt und dann kommt die Orthodox-Glauben und dann mit Martin Luther kommt dann etwas anderes und dann haben wir dann diese verschiedenen Formen von evangelischer Glauben. Und es sind eine Menge von evangelischer Glauben. Ich bin aufgewachsen auch als ein Quaker in Amerika. Das ist auch inspiriert von Martin Luther. Aber das ist einfach so, dass wir wissen, dass in die Aufbau vom Christentum, es war eine interessante Zeit, weil erstmal nach der Kreuzigung
waren diese Anhänger von Christus, die waren verfolgt und die können diese Glauben nicht wirklich erleben. Die mussten einfach das verstecken. Viele sind nach Ephesus gegangen als ein Schutz, auch Johannes und auch Maria, die Mutter Maria und vielleicht auch Maria Magdalena. Und es sind Gräber da für das und es ist auch ein Grab da für Lukas. Und Lazarus und Maria Magdalena, vielleicht sind sie nach Frankreich, nach Provence. Und dann in den Aufbau vom Christentum, wenn Christentum hat mehr Sicherheit wegen Konstantin. Konstantin hat nicht Christentum das Stadtglauben gemacht, aber der hat gesagt, man darf nicht Schaden machen an die Christen, man darf nicht. Die sind geschützt, die waren dann geschützt von dem Römischen Reich. Man darf die nicht mehr verfolgen. Und dann nach einer Weile, Theodosius hat gesagt, Christentum ist jetzt das Stadtglauben vom dem Römischen Reich. Und dann kommt die byzantinische Zeit. Für eine lange Zeit, wir haben keine Bibel. Das heißt, das Neue Testament gab noch nicht. Das Neue Testament war dann gemacht im Jahre 240. 240 Jahre nach der Kreuzigung haben wir gesagt, okay, wir brauchen ein Buch. Weil jeder Glauben braucht ein Buch. Außer ein paar, ausnahmsweise. Und so, dann, soweit es wir wissen, dann 6 Männer oder 6 Rabbis hat gesagt, wir würden dann die Bücher aussuchen. Und die haben 27 Bücher ausgesucht. Die 27 Bücher heißt das Neue Testament bis heute. Es Anfang mit Matthäus und endet mit der Offenbarung. Aber damals, es gab dann über 100 Schriften. Auch die Maria Magdalena Evangelium und auch das Thomas Evangelium und andere Evangelium. Und die haben entschieden, die passen nicht gut zum Christentum. Und der Grund ist einfach, erstmal Maria Magdalena spielt die Hauptrolle in vielen von denen. Und diese Männer hatten ein Problem mit Maria Magdalena. Und nicht nur das, die Botschaften, dass Jesus Christus teilt in den Thomas Evangelium oder Maria Magdalena Evangelium ist total anders, als was wir erleben in Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Jesus sagt, das ist ein Paradies und die anderen sagen, wir sind hier gestraft. Und ich sage das, weil es geht an den Aufbau von dem Unbewusst. Insoweit, dass ich kann das messen oder sehen oder in mir erleben, in Anatolien vor Christentum und danach oder in Ägypten vor Christentum und für eine Weile danach, die Leute hatten ein Glauben, wir nennen das Heidentum, insoweit, dass die hatten nicht einen Gott, aber komischerweise Judentum hat auch nicht einen Gott. Das ist festgestellt, dass Jehova war verheiratet. Und es ist einfach so, wir haben gesagt, Heidentum ist einfach unsere Einbildung. Das heißt, wir haben diese verschiedenen Gottheiten aufgebaut und an die geglaubt. Das war so mit die griechischen Glauben und auch mit die altägyptischen Glauben und auch mit die römischen Glauben danach. Wir haben das gesagt, dass das stimmt nicht, an was die geglaubt, es gibt nur einen Gott. Und der ein Gott ist eigentlich männlich. Das glauben wir bis heute im Christentum. Dass Gott ist mehr männlich als weiblich, obwohl Gott ist der absolute Schöpferkraft. Und soweit, dass wir wissen, die Schöpferkraft gehört viel mehr zum die Weiblichkeit als die Männlichkeit. Aber das können wir einfach vergessen. Und ich sage das nicht provokativ, Entschuldigung, wenn es klingt ein bisschen provokativ, aber was ich glaube sehr stark, dass in die Zeit von Jesus Christus und davor und danach diese Glauben, das wir machen jetzt sehr klein, die hellenische Glauben und die römische Glauben, die ägyptische Glauben, eigentlich im Endeffekt war wirklich gesund. Insoweit, dass die haben die Himmel. Ist eine hier? Ich kann nicht schauen. Danke. Ich würde warten, vielleicht wollen die nicht stören.
Wir warten ganz kurz. Es ist okay, wenn der erste Moment kommt, es ist schwierig hier zu finden, komischerweise auch mit deinem Navi. Ja. Ja. Nicht für uns? Nee, nicht für uns. Okay. Soll ich sagen, dass Sie da... Nee, können schon reden, oder? Weiß nicht. Ja, die sind von der Garage da. Die reden einfach. Ja, kannst du die fragen? Vielleicht wollen die Vortrag erleben. Nee, wollen Sie nicht. Ach so, okay. Okay, so, ja, das ist einfach so, dass diese Glauben, die hellenische Glauben, das ist die hellenische Volk war vor die griechische Volk und dann die römische Volk, die römische Reich hat dann Anatolien besetzt und dann das ist dann transformiert in die römische Glauben. Und die ägyptische Glauben war ein Aufbau über 10.000 Jahre und läuft bis Christentum. Und die hatten alle diese drei, die ägyptische Glauben und die römische Glauben und die griechische Glauben davor, die haben keine Trennung gemacht zwischen der Erde und Himmel. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Die Erde für die war ein Teil von der Himmel. Es gehört dazu. Und nicht nur das, die hatten in ihrer Gottheiten, es war immer komischerweise eine perfekte Balance zwischen der Weiblichkeit und der Männlichkeit. Perfekt. Das heißt, er war genauso viel Götter als Gottinnen und so weiter in die ägyptische Glauben, die römische Glauben und die griechische Glauben. Und auch, die hatten kein Ohrschuld, überhaupt kein Ohrschuld. Die haben nichts falsch gemacht, okay? Nee, im Gegenteil, Leben für die war ein Geschenk. Weil die drei Glauben, die haben gesagt, dass vor alles hier entsteht, gab Chaos. Alles entsteht aus Chaos. Und es ist die Gottheiten, die schützen uns vom Chaos. Die haben Angst vor Chaos, wie wir. Aber das heißt, jeden Tag war ein Geschenk und die waren dankbar für jeden Tag. Sexualität war göttlich, weil ihre Gottheiten, die schlafen miteinander. So die hatten kein Problem mit Sexualität. Und die hatten kein Problem mit der Natur, weil die Natur war auch ein Teil von der Einheit. Sogar alle die Tiere, alle die Pflanzen, außer die Romans. Die Romans waren ein bisschen komisch mit der Natur, weil die wollen heiße Baden haben. So das heißt, die haben alle die Bäume verfällt, dass sie können dann, aber gut, das ist nicht wirklich so. Das heißt, das ist das Problem mit Ephesus, ist, dass zum Beispiel Ephesus alleine als eine Stadt liegt 6 Kilometer entfernt von dem Mittelmeer jetzt. Und der Grund ist, dass die Römer hat alle die Bäume gefallen, dass die können die heiß baden. Und dann, wenn die Erde hat keine Bäume, dann kommt die Erdrutsche und dann geht und auch Patmos zum Beispiel war voll mit Bäumen für die römische Volk. Aber nicht gegen die römischen Volk, die waren sehr beeindruckt, was die gebaut haben. Dann ich stelle die Frage, dann ich werde die Frage antworten. Wie Dasglus immer. Dasglus hat immer Frage gestellt und hat die selber geantwortet. Darf ich das machen? Wenn man hat einen Glauben, wie die ägyptische Glauben und die römische Glauben und die hellenische Glauben, und Jesus ist ein Kind von diesem Glauben, ohne Frage. Jesus war in Kairo als ein Kind. Und Jesus, und auch so ungefähr 35 Kilometer entfernt von Jerusalem war dieser große Artemis-Tempel in der Nähe von Amman. Und auch Israel will das nicht zeigen, aber da waren viele griechische, römische Tempels in Israel. Auch viele Artemis-Tempels in Israel. Das heißt, es war nicht fremd für Jesus Christus. Aber so, und Jesus Christus hat nicht falsch gemacht. Im Gegenteil, Jesus Christus hat die Frauen behandelt als gleichwertig zu Männern. Jesus hat keinen Unterschied gemacht zwischen Männern und Frauen. Das kommt dann danach. So, wenn wir haben einen Glauben, wie die ägyptische Glauben und die römische Glauben und die hellenische Glauben, wo Sexualität ist heilig oder sogar göttlich, und wir haben keine Angst, weil alles ist Gott.
Und wir haben keine Schuld, weil wir haben nichts falsch gemacht. Und wir haben keinen Scham, weil man hat keinen Scham, wenn Sexualität ist einfach heilig. Und so weiter und weiter. Und Kunst und Philosophie und Glauben und Wissenschaft und die waren nicht getrennt voneinander. Die waren alles eins. Das heißt, Medizin gab noch nicht. Es gab nur Heiles. So alles war eins. Es war kein Konflikt oder Konflikt zwischen den verschiedenen Dingen, das Menschen machen jetzt heute. Alles war eins. Denn ich stelle die Frage, wie haben wir denn damals diese 7 Chakren erlebt? Unsere 7 Chakren. Wir haben immer noch die 7 Chakren. So, das Kronenchakra hat eine wunderbare Verbindung mit Himmel. Aber wenn die Erde ist ein Teil vom Himmel, hatten wir denn damals ein Problem zwischen das Kronenchakra und Wurzelchakra? Und die Antwort ist nein. Haben wir heute ein Problem zwischen das Kronenchakra und Wurzelchakra? Massiv. Massiv. Okay? Massiv. Das ist ein Beispiel. So, denn ich stelle eine zweite Frage. Wenn wir erleben, alle 7 Chakren ist gleichwertig, was ist der Anteil von uns damals, das wir nennen denn unbewusst? Ja, das ist die Antwort eigentlich. Weil die Unbewusst steht nur, wenn wir erlauben oder wenn wir erleben in uns Trennung. Okay? Das ist die Unbewusst ist ein Kind von Trennung. Und der Grund, dass die Unbewusst ist ein Kind von Trennung, ist, dass die Unbewusst ist da, dass wir können die Trennung managieren. Okay? So, jetzt, war Daskalos denn falsch, wenn der sagt, wir sind 95% unbewusst? Nein, der war nicht falsch. War Freud falsch in Vienna 120 Jahre her, wenn der sagt, jeder Mensch ist aufgebaut von ein Id und ein Ego und ein Superego? Nein, der war nicht falsch. War Jung falsch, wenn der gesagt, wir haben einen Anteil von uns, das ist persönlich unbewusst, und einen Anteil von uns, das ist kollektiv unbewusst? Er war nicht falsch. War der Buddha falsch, wenn der sagt, wir hängen an etwas, wir kleben an etwas? Nein, der war nicht falsch. Aber denn die Frage ist, was beschreiben die? Die Wahrheit oder eine Krankheit? Das ist das, ein Mangel. Und ich bin so weit, ich würde sagen, das ist nicht, dass wir krank sind. Wir sind überhaupt nicht krank, im Gegenteil. Aber was wir erleben jetzt, sagen wir, hier sind meine 7 Chakren. Okay, Wurzelchakra, Sakralchakra, Solarplexus, Herz, Hals, 3. Augen, Kronenchakra. Und ich habe die sind meine Erbe von Gott. Die sind mein absolutes Erbe von Gott. Gott gab mir die 7 Chakren, das ist ein großes Geschenk. Und die sind vielleicht gleichwertig. Insoweit, dass die sind alle, du kannst nicht sagen, dass ein Teil von der Geschenke ist weniger als ein anderer Teil von der Geschenke. Besonders, wenn es kommt von Gott. Und das bedeutet, ich kann dann durch die 7 Chakren alle 7 Ebenen erleben. Und das heißt, ich kann dann zum Beispiel als eine Persönlichkeit, ich kann dann meine Bewusstheit verteilen durch 7 Ebenen. Aber wenn, wegen etwas, und ich komme dazu, ich habe dann entschieden, dass ich dann 90% oder 95% von meiner Persönlichkeit unbewusst definieren und durch das dann erleben. Denn wo stecke ich? Hier in mein Solarplexus. Und dann was bleibt übrig, ist 10-5% von Bewusstheit, dass mein 3. Augen darf leben, mein Kronenchakra, mein Herzchakra übrigens, Halschakra, Sakralchakra und Wurzelchakra. Das ist eine Tatsache. Wenn wir glauben, dass wir sind 90% unbewusst, dann was bleibt übrig, ist 10% Bewusstheit. Für die anderen 6 Chakren. Ist das gesund? Überhaupt nicht.
Es ist eine Ausnahme. Es ist nicht gesund. Und dann, ich stelle eine andere Frage. Ich bin ein Heiler. Es gibt Leute, die kommen hier für die Ausbildungen, die kommen hier für Vorträge, die sind Psychotherapeuten. Es gibt Ärzte in die Krankenhäuser. Es gibt Homöopathen. Es gibt Heilpraktiker. Es gibt verschiedene Leute, und die verdienen alle ihr Geld von dem Unbewusst. Ich auch. Nein, das ist aber wahr, Chris. Ja. Und die Pharmaceutical-Industrie, die verdienen eine Menge Geld von dem Unbewusst. Und der Grund ist, dass wenn wir bleiben 90% unbewusst, dann die Tür ist offen, dass wir werden körperlich und seelisch krank. Ohne Frage. Weil es ist ein Mangel. Man kann nicht gesund bleiben, wenn man glaubt und lebt der Welt 90% unbewusst. Weil es frisst so viel Lebenskraft von uns. Wenn wir glauben und wir bleiben in Angst und wir bleiben in Schuld und wir bleiben in Scham wegen dem Aufbau vom Christentum, und diese drei Gefühle öffnen die Tür für Traurigkeit und dann für Lebensmüdigkeit danach. Und das frisst unglaublich viel Lebenskraft von uns. Wir werden krank. Und dann gehen wir zu einem Heiler wie Paul und erleben wir die 7 Reihe. Oder wir gehen zu einem Psychotherapeut und wir bekommen Beratung. Oder wenn es wirklich schlecht geht, dann gehen wir zu einem Krankenhaus und erleben wir Chemotherapie oder Radiation Therapy. Oder erleben wir einen Schlaganfall. Oder etwas anderes, ein Herzinfarkt. Und es ist kein Wunder, dass es so ist. Weil das ist wie es ist jetzt gerade. Und hier ist eine Frage. Ich setze vor euch jetzt ist eine Persönlichkeit. Ich heiße Paul. Und wir reden über das jetzt gerade in 2019. Dasglos damals wird nie einen Vortrag über das geben, weil Dasglos glaubt an, dass die Körper war ein Gefängnis. Dasglos hat ein Massivproblem, aber Dasglos war in die Christusbewusstsein, der hat ein Massivproblem mit Gefühlen. Der hat gedacht, Gefühle hat nichts mit Glauben zu tun. Eigentlich, der hat geglaubt, dass Gefühle sind gegen Glauben. Und Dasglos war herrlich. Der war herrlich, der war keine Ausnahme und so weiter. Weißt du, was ich meine? Und so. Ich habe vergessen, was ich wollte sagen. Frage, oder? Ich hatte jetzt keine Frage. Ich habe Antworten, ich habe keine Frage. Nein, das ist schon gut, Chris, das ist okay. Nein, ich setze vor euch als eine Persönlichkeit. Ich bin ein Kind von meinem Vater und von meiner Mutter. Ich bin einer von 7 Kindern. Okay? Und ich kenne natürlich meine Mutter und Vater sehr gut. Nicht so gut, als ich habe geglaubt, aber ich habe gedacht, ich kenne die gut. Und ich weiß, dass die waren auch dann bis 90%, 95% unbewusst. Es ging nicht anders. Und die hatten dann 2 Eltern, meine Oma und Opa. Mein Vater hat 2 Eltern, meine Mutter hat 2 Eltern. Das heißt, dann haben wir dann 8 Leute da. Die hatten auch dann Eltern. Dann haben wir 16 Leute da. Diese 16 Leute hatten auch Eltern. Dann hatten wir 32 Leute da. 64 Leute da. 128 Leute sind da in die letzten 200 Jahre. Die waren alle, ich glaube, die waren alle unbewusst. Und wir wissen in der Zwischenzeit, wie unsere DNA ist aufgebaut. Weil unsere DNA ist aufgebaut von unserem Vorvater. Total. Es ist gespeichert in mein DNA. Es ist gespeichert in die Morphogenetic Feld. Okay? Das heißt, ich habe in mein DNA, in meinen Zellen, in meinem Körper
Thousands und Thousands of Leute. Thousands. Es geht bis Jesus Christus, es ist 10.000 Leute. Und ich bin die Ergebnis von diesen 10.000 Leuten, wie ihr. Und ich schätze, die waren fast alle unbewusst. Weil wenn man inkarniert in die letzten 2000 Jahre unter der großen Schirm vom Christentum, Judentum, Christentum und Islam und auch Buddhismus in der Zwischenzeit, weil Buddhismus hat ein massives Problem mit dem Körper und mit der Erde. Und Hinduismus auch. Für Hinduismus ist alles Maya. Für Buddhismus ist es alles Samsara. Total. Geh weg von hier. Geh weg von hier. Das ist der Botschaft von alle die verschiedenen Glauben. Nicht vom griechischen Glauben, nicht vom römischen Glauben und nicht vom ägyptischen Glauben, aber die gibt nicht mehr. Ja, die ganzen schamanischen Richtungen hier auch nicht, oder? Das hängt auf wo. So, denn, wie gesagt, wir sitzen hier in 2019 und wir hatten kein Problem, als der Dasglos hat gesagt in mehreren Vorträgen, ihr seid 95% unbewusst. Und der Grund ist, wir wissen oder wir glauben und wir leben, dass wir sind aufgebaut von Familienkarma. Das heißt, wir sind total aufgebaut von einer Kindheit. Und es ist ganz klar, dass wenn wir inkarnieren und wir kommen auf der Welt, denn wir sind in die unteren Chakren. Und wir bringen Jahre in die unteren Chakren. Und der Präfrontal Cortex hier, wo wir bauen dann eine Persönlichkeit auf, dauert 22 Jahre, bevor es aufgebaut ist. Und der Zugang zu unserem Vorleben ist nicht da. Bewusst nicht da. Weil wir haben keinen Platz, das zu bekommen und zu behalten. Weil wir brauchen einen Präfrontal Cortex für das. Und das heißt, wir bauen auch in diesem Leben eine neue Persönlichkeit. Später mit einem Zugang zum Vorleben. Aber alleine die Vorlebens, das wir haben, sind oft aufgebaut in die letzten 2000 Jahre. Meine auf jeden Fall. In einer Menge, in einer Reihe nach einer Reihe nach einer Reihe. Und die sind aufgebaut vom Christentum. Sogar ein starker Einfluss vom katholischen Glauben in mir. Und das bedeutet, ich bin voll mit das. Und ich bin voll, als ein Beispiel jetzt, ich offer mir jetzt als ein Beispiel, ich bin voll mit dem Glauben, dass Scham ist normal. Ich bin Urschuld ist absolut normal. Wegen Urschuld, dass wir Gott verlassen, wegen Urschuld, dass Christus war geopfert für uns. Und ich bin voll mit dem Glauben, dass Jesus Christus braucht keine Frau. Der war fast kein Mensch, der war nur ein Gott. Und Dasglos hat das nur bestätigt. Und geht's mir gut mit das? Geht's mir gut mit das? Und die Tatsache ist überhaupt nicht gut. Weil es ist egal, wie oft, wie viele Stunden ich meditiere oder beten, mir geht's nicht gut. Kann man gut gehen, wenn man 90% unbewusst ist? Nein. Überhaupt nicht. Und alleine, wie viele Liebe dürfen wir leben, wenn wir 90% unbewusst? Wirklich wenig. Ich meine die wahre Liebe. Erstmal die Liebe für uns selbst, vergiss das. Wir sind so schuldig. Nein, wirklich, wir sind so schuldig, wir können uns nicht vergeben. Wir sind schuldig, dass Jesus Christus den Kreuzweg gelebt hat. Wir sind schuldig, dass wir Adam und Eva waren rausgeschmissen vom Garten Eden. Nein, es ist kein Witz. Wir lachen über das jetzt. Wir finden das wirklich komisch. Wir finden es komisch, dass wir haben das geglaubt. Aber wenn man glaubt an das 2000 Jahre, dann vergiss nicht, das ist gespeichert in eurer DNA, wie meine. Ja, es ist so peinlich. Aber weißt du, das ist einfach so. Und wir sind absolut aufgebaut von das. Und wie viele Lebensfreude dürfen wir jetzt erleben? Ich stelle oft die Frage hier in der Zimmer. Ihr seid hier in Deutschland wie ich. Ich bin hier seit 23 Jahren.
Und wenn man geht in München oder irgendwo anders, einfach in ein Dorf hier, wie viele Lebensfreude, ja klar, wie viele Lebensfreude erleben wir hier? Ich habe Glück, ich wohne an Starnberger See und ich hab wirklich Glück, weil ich plane meine Behandlungen, dass die fangen an um 11 Uhr, dass ich kann dann mit meinem Hund spazieren gehen. Und ich laufe dann 1,5 Stunden an Starnberger See entlang und jede Menschen, das kommt entgegen, die haben entweder einen Hund oder sowas. Und du merkst das, wenn ein Hund ist absolut aggressiv, es ist nicht ihre Aggressivität, es ist die Aggressivität von den Besitzer. Es ist absolut die Aggressivität. Und der Grund ist, dass die leiden von einem massiv Unbewusst. Und diese Unbewusst in die ist absolut aggressiv. Und die dürfen die Aggressivität nicht ausdrücken. So der Hund macht das. Die Hunde macht das für uns. Und ich bringe viel Zeit jetzt, Gott sei Dank, in Ephesus und in Anatolia. Und wenn man geht nach Ephesus, und das ist ein Beispiel, es ist und ich kann das sagen, weil ich bin fast 6 Mal pro Jahr in Ephesus. Und Ephesus war der Stadt von Artemis, diese griechische Göttin. Und dann Diana. Und Ephesus, das heißt, diese Göttin Artemis war der Hauptenergie in Ephesus, auf jeden Fall für 1000 Jahre, mit einer starken Verbindung mit der orbitalen Kraft, das liegt in Anatolia, bis Göbekli Tepe. Und Artemis war da bis 400 Jahre nach Christus und dann, sie war dann transformiert als die Mutter Maria im Jahre 421. Darf ich mal fragen, wann die Artemis, wann das angefangen hat? Also wie lange das dann her? 900 Jahre vor Christus. Viel länger. Aber sie hat 900 Jahre vor Christus hat sie den Namen bekommen von der Hellenen. Sie hieß nicht Artemis. Sie ist ein Aufbau von die griechische. Die Griechen hat die Iliad. The book from Homer. Und da steht Artemis. Und dann als die Griechen landeten in Kleinasien, die haben gesagt, wir geben dieser weibliche Kraft einen neuen Namen, sie heißt jetzt für uns Artemis. Ist egal. So, das heißt, aber sie hat eine starke Verbindung, eine absolut starke Verbindung. Man sieht das, man merkt das in sie mit der orbitalen Kraft. Das geht bis hoch und geht bis ganz tief rein in die Erde. Auf jeden Fall 10.000 Jahre. Ja, und dann, das heißt, die Erde in Ephesus, in Anatolia, ist voll mit der weiblichen Kraft. Und so, meine Frage ist, die haben Straßenhunde in Ephesus heute, Straßenkatzen, eine Menge. Du läufst dann, du kannst durch die ganze Stadt laufen, Selçuk in Ephesus, und die Hunde, die kommen und die begrüßen uns. Und die wollen mit uns kuscheln. Kein Hund heute hat Angst da. Kein Hund hat Angst vor Menschen. Keine Katze hat Angst. Die Leute liegen Hundefutter und Katzenfutter vor der Tür. Nicht für ihre eigene Hunde, Katze, für die Straßentiere. Und der Grund ist, und die Leute sind absolut vernetzt da miteinander. Die haben, bis heute, ich übertreibe das überhaupt nicht, die haben eine Menge für Empathie füreinander. Und die sind viel mehr in die Gegenwart. Obwohl die leben mit Islam seit 1500 Jahren. Die glauben nicht an Islam so stark, die glauben viel mehr an Artemis, Gott sei Dank. Und die brauchen, die Hunde und die Katzen, die müssen die nicht missbrauchen für ihre eigenen Mängel. Das heißt, bis heute, ich schätze das, bis heute die Leute in Ephesus und Selçuk, die Anteil von ihrer Unbewusst im Vergleich zu uns
Ich würde sagen 20-30%, vielleicht weniger. Und die haben eine Menge von Lebensfreude. Eine Menge von Lebensfreude. Und die leiden nicht von Frauenhass. Und die Frauen leiden nicht von Frauenhass. Und wenn wir kommen hier jetzt hier, weil wir leben in einem katholischen Land oder evangelischen Land seit 1600 Jahre so ungefähr. Als die Römische Reich hat die Straße gebaut und hat Christentum hier verteilt. Und dann Christentum hat die Familie aufgebaut, Christentum hat das Schulsystem aufgebaut, Christentum hat die Wirtschaft aufgebaut, Christentum hat uns aufgebaut, Christentum hat Politik aufgebaut. Und wir erleben mit das ist gar kein Problem. Ich meine, wir haben das entschieden. Aber dann ist es kein Wunder, dass wir brauchen so viel Hilfe jetzt voneinander. Weil Empathie ist für uns fast gefährlich, wenn nicht verboten. Und der Grund ist es nicht nur der katholische Glauben oder der evangelische Glauben, wir haben Kapitalismus. Und wir glauben an Kapitalismus. Und Kapitalismus ist gewaltig. Das ist eine Tatsache. Kapitalismus, wir leben gut, weil andere leiden. Man lebt gut mit viel Geld, weil die direkt oder indirekt, die müssen die andere Leute missbrauchen. Dass die arbeiten viel für wenig Geld in anderen Ländern oder hier, dass uns gut geht. Und Empathie ist dann verboten. Okay? Das heißt, in die letzten 2000 Jahre, wir machen uns einfach so. Außer, dass wir kommen zusammen mit einem Mann oder einer Frau und wir gründen eine Familie und wir bekommen Kinder, dann ist die Familie mehr oder weniger so. Insoweit, dass wir passen auf unsere Kinder oder Freundinnenkreis. Aber wenn die Leute leiden hier, dann wir sagen, das ist nicht mein Bier. Und wenn wir gehen in München, wir sehen mehr und mehr Leute, die suchen Pfandflaschen. Mehr und mehr, fast jede Woche mehr und mehr. Und wir sagen, das ist nicht mein Problem, das ist nicht mein Schicksal. Und dann, was wir machen, ist, wir bauen auf noch mehr die Unbewusst in uns. Und wir zentrieren uns in der Solarplexus. Und aus der Solarplexus erleben wir ein Leben. Und der Solarplexus ist egoistisch. Absolut egoistisch. Weil der Grund ist, dass Solarplexus egoistisch ist, wir leiden zu viel da. Wenn wir leiden in der Solarplexus, dann wir sind by definition, wir sind egoistisch. Wenn man leidet, man kommt nicht in Empathie. Stückweise schon. Mitleid schon. Aber nicht wirklich, weil alles ist dagegen. Alles ist dagegen. Und wir denken, das ist normal. Und wenn wir ein Problem mit der Verdauung haben oder Herzschmerzen haben oder Schlafstörungen oder die Sinnenorgane sind schwach oder wir haben einen Herzinfarkt wie die arme Gertraud, dann wir glauben, das ist einfach normal. Das ist einfach die Körper. Es ist ein Wunder, dass die Körper kann das alles gut verkraften. Es ist ein Wunder, dass die Körper bleibt mehr oder weniger gesund. Was die Körper trägt,
Es ist ein Mangel von diesem Unbewusst ist unglaublich viel. Unglaublich viel Leid. Unglaublich viel Angst. Unglaublich viel Traurigkeit. Unglaublich viel Lebensmüdigkeit. Hast du eigentlich das Gefühl, dass sie dann auch gesünder sind? Darin? Was? In Kleinasien? Wie bitte? In Ephesus, dass die Leute auch gesünder sind? Mit Sicherheit. Das ist das Problem. Es ist einfach das Problem. Nein, das Problem in Ephesus, die verdienen zu wenig Geld. In Patmos, die verdienen 4 Euro pro Stunde. In Ägypten, die verdienen 50 Euro pro Monat. Durchschnittlich. Ja, aber dann die Frage ist, wenn du gehst nach Ägypten, die haben genauso viel Lebensfreude. Mehr Lebensfreude als die weniger Geld man hat, die mehr Lebensfreude man hat, weil die haben einander. Und die haben keinen Stress. Und jetzt ist die Frage, ihr seid Deutsch, oder? Ich bin Amerikaner, ich wohne gut hier. Ich habe 2 Autos, ich habe ein wunderbares Haus. Bin ich bereit, dass ich das alles abgeben und in Ägypten wohnen? Nein. Das ist nicht die Lösung. Das ist eigentlich nicht die Lösung. Die Lösung ist, wir müssen gucken, und das ist die wunderbare Angebot von diesem Zeitraum. Wir leben ein großer Umbruch, überall. Ich meine, es gibt keinen anderen Mensch mehr unbewusst als der Herr Trump. Herr Trump ist ist 99,9% unbewusst. Und der Grund ist, wir leben einen massiven Umbruch jetzt. Das wissen wir alle. Und wir sind alle ohne Pause konfrontiert mit Mustern. Und die Mustern sind aufgebaut von dem Unbewusst. Deswegen sind wir so unbewusst wegen den Mustern. Ob die liegen in Kindheit oder ob die liegen in mehrere Vorleben oder ob die liegen in dem Aufbau vom Christentum, das heißt Kollektivkarma, ist egal. Die sind unbewusst. Und jeder von uns, besonders wegen dieser 1000 Leute, das steht hinter uns und lebt in unserer DNA, aber der Vorteil jetzt ist, wir kommen jetzt zusammen, ihr seid 6 Leute, und wir dürfen das angucken. Und wir spüren das. Und wir sind bereit, jeder wird sagen, es ist nicht gesund, dass ich 90% unbewusst bin. Es ist nicht gesund und es muss nicht sein. Eigentlich, man kann das einfach umdrehen. Man kann sagen, man kann das vorstellen, dass in Anatolien, in die Zeit von Jesus Christus in Ägypten, die Leute waren 10% unbewusst und 90% bewusst. Und ich glaube, ich bin nicht falsch da. Ich bin nicht falsch da. Ich glaube, für diese Leute ein Hintergedanken war total fremd. Total fremd. Die hatten keine Hintergedanken. Und wir können die immer wieder klein sagen, die waren betrunken mit Heidentum. Ja, das ist, was wir machen. Wir sagen, das ist einfach Heidentum. Die waren primitiv. Die sind nicht so ausgebildet, als wir sind. Ja? Wir kennen in der Zwischenzeit Platon oder Immanuel Kant oder Nietzsche oder Dostoevsky. Wir kennen diese großen Meisters, wie Meister Eckhart oder Eckhart Tolle. So, wir sind viel weiter, glauben wir. Wir sind nicht weiter. Wir sind überhaupt nicht weiter. Was ist der Sinn hinter Lebens? Was ist der Grund, dass wir hier sind? Und der Grund, dass wir hier sind, ist eigentlich, es hängt zusammen mit Lebensfreude. Einfach Freude auf Leben. Dankbarkeit. Der Grund, dass wir hier sind, ist, dass wir sind hier füreinander in Liebe, in Empathie, in Mitleid
und in Dankbarkeit. Und der Grund ist, dass wir erleben hier, alles was in uns und um uns ist der Himmelreich, als Jesus Christus sagt in der Thomas-Evangelium. Was sagt er in der Thomas-Evangelium? Sucht ihr der Himmelreich? Und die sagen, ja, 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 ja. Und dann der sagt, dann habt ihr das verpasst. Ihr habt das verpasst. Es ist in euch und um euch. Es ist da. Und wir sind blind zum das, weil wir denken, wir sind so schuldig. Und wir müssen leiden. Und wir müssen getrennt bleiben zwischen die unteren Chakren und oberen Chakren, zwischen die Weiblichkeit und Männlichkeit. Das haben wir verdient. Die Himmelreich. Ich bin so schuldig für die Himmelreich. Obwohl es in mir ist. Und so, wenn wir machen die alte ägyptische Klein oder die hellenische griechische Klein in Anatolien oder in dem Mittelmeer, und die hätten alle geglaubt, dass die Weiblichkeit spielt eine Hauptrolle. Entweder als Isis oder als Artemis oder Aphrodite oder als Demeter oder Helena oder Sekhmet. Und die denn damals geht wirklich gut. Dankbarkeit ohne Ende. Lebensfreude ohne Ende. Und wir sagen, oh, ihr wart nur betrunken in Heidentum. Wir sind weit, weil ich glaube an einen Gott. Ich glaube an einen Gott. Der Quelle von alles. Und ich bin in Ewigkeit schuldig. Und ich habe in Ewigkeit Scham und eine Menge von Angst. Und geht es mir gut? Es ist nicht, dass ich sage, wir müssen zurück zum Heidentum gehen, aber wir dürfen jetzt das angucken. Denn Heidentum war nicht die Ausnahme in die Zeit von Jesus Christus. Es war nicht die Ausnahme, im Gegenteil. Was ist die Gegenteil von der Ausnahme? Meinst du Ausnahme, die Regel? Die Regel, ja. Denn Heidentum war die Regel. In die ganzen Mittelmeerbereich, links und rechts von das Heiligen Land, und die Leute geht wirklich gut, und die Tiere geht gut, und die Natur geht sehr gut. Und jetzt seit 2000 Jahren haben wir das erlaubt, dass diese Männer hat dann gesagt, wir nehmen diese 27 Bücher und wir bauen auf ein Buch von das, und auf diesem Buch bauen wir eine Kirche auf, ein Glauben auf. Und dann bauen wir Europa auf dieses Buch. Und Amerika danach, Russland danach und Skandinavien danach. Und die Weiblichkeit dürfen die Gottesdienst besuchen, aber ihr darf nichts sagen dazu. Und ihr darf nicht mitmachen in den Aufbau von unserem Dogmatismus. Gott sei Dank, weil es ist alles, es ist gegen alles, was ihr habt. Und dann kommt die Hexenjagd dazu. Und bis Jahre 400, alle die Priester in der Kirche waren verheiratet mit Kindern. Und bis Jahre 600, Maria Magdalena war mehr oder weniger okay, aber dann hat Papst Gregor gesagt, sie ist die Erbrecherin, sie ist dreckig. Dann geht wirklich alles schief. Nein, nicht schief, ich würde nicht sagen schief. Aber wir gehen ganz langsam weg von Lebensfreude und ziemlich schnell weg von Empathie und ziemlich schnell weg von Liebe. Erstmal von Selbstliebe, obwohl das ist die große, große Botschaft von Jesus Christus. Lieb einander, wie ich euch geliebt habe. Mein Vater ist Liebe. Wir reden über Liebe. Wir haben Sehnsucht auf Liebe, nach Liebe.
Aber wir kommen nicht dahin. Und wir kommen nicht dahin, weil wir sind 90% unbewusst. Und das ist die große Geschenk oder Angebot von diesem Zeitraum. Wir können diese Glaubenssätze, alleine diese Glaubenssätze, dass wir sind 90% unbewusst, vergessen, loslassen. Alleine, wenn wir sagen, ich glaube nicht mehr an das. Ich glaube nicht mehr an das. Das ist eine große Heilung. Weil wenn man steckt in diese Glauben, dass wir sind 90% unbewusst, und wir glauben sehr stark an das, weil ein großer Meister wie Dasglos oder Buddha oder die andere hat gesagt, oder Freud oder Jung hat gesagt. Denn wir werden nicht befreit von das. Aber geht einfach um und sagt, ich bin 10% unbewusst und ich bin 90% bewusst. Und dann seht ihr, was passiert. Einfach wirklich, seht ihr, was passiert. Ich bin 90% unbewusst, weil ich bin befreit, alleine weil ich befreit bin von dem Glauben, dass ich bin 90% unbewusst. Und was passiert, ist ein Wunder. Denn die Scham und die Schuld und die Angst geht weg von hier und hier und hier. Diese große Widerstand, dass die 3 oberen Chakren hat für die 3 unteren Chakren, geht langsam weg. Das Herz fängt an zum Atmen. Vielleicht für die erste Mal seit 2000 Jahren darf das, nein, es ist kein Witz. Ihr darf schon lachen, aber ich mag keinen Witz hier. Ich meine das total. Kein Schuld, das ist okay. Es ist einfach so, weil ich glaube das sehr stark, dass das Herz hat keine Chance. Wenn man glaubt an Buddhismus, Hinduismus, Judentum, Christentum oder Islam, das Herz hat keine Chance. Oder zu wenig. Aber wenn ich sage, ich bin 90% bewusst und ich darf lieben, und ich darf Lebensfreude erleben. Und ich habe keine Schuld. Und ich habe keine Angst mehr. Und ich habe keine Scham mehr. Und Himmel ist eins mit der Erde. Und mein Körper ist ein großes Geschenk von der Quelle. Meine 5 Sinnenorganen sind unglaublich schön, dass ich darf diese Welt sehen, hören, schmecken, riechen und fühlen. Meine 2 Gehirnhälften, eine mit einer Verbindung mit der Individualbewusstheit, die andere mit der Verbindung mit der Universalbewusstheit, sind gleichwertig. Alle 7 Chakren sind gleichwertig. Meine 2 Hände, meine 2 Füße, Beine und Arme sind ein großes Geschenk. Ich darf hier umlaufen. Ich darf die Leute anfassen, in Liebe und Heilung. Ich darf Sauerstoff holen durch meine Nasenloch und Mund. Ich darf dankbar sein. Und ich bin dankbar. Dann geht's mir gut. Und dann geht's uns gut. Und dann bin ich arbeitslos.
Aber so gerne bin ich arbeitslos. Habt ihr Fragen? Ja, warum nicht 100% bewusst? Dann darfst du das, Chris. Natürlich. Natürlich. Schließ ganz kurz die Augen jetzt. Atmen tief ein und aus. Kommen wir in Verbindung mit der Mutter Erde unter uns oder um uns. Sie war für die Griechen ein Gottin. Und spürte, wie die Mutter Erde in uns reinfließt. Und spüren wir, wie diese Energie von der Mutter Erde fließt durch die Fußsohlen in die Fußgelenke, in die Unterschenkel. Es fließt rein in die Oberschenkel als Frieden, Freude und Vertrauen. Fließt ganz sanft rein in die Unterleib, Wurzelchakra, Fortpflanzenorganen. Fließt rein in das Sakralchakra oder Hara-Chakra. Fließt rein jetzt in das Solarplexus. Spüren wir, wie frei das Solarplexus ist, wie heilig es ist. Fließt rein in die Lungen, in Herz. In das Hals und Schulter. Fließt rein in die untere Kiefer. Und auch die Sehne und Zahnfleisch. Fließt rein in die Nasen- und Nebenhöhle. Spürt ihr, wie frei das Atmen ist. Und es fließt rein in die Muskeln um die Augen und in die Augen selber. Dass die Augen wird ganz entspannt und locker. Kein Stress. Und diese wunderbare Geschenke von der Mutter Erde fließt in die Gehirn, in die Amygdala, der Mandelkern, der Thalamus, Hypothalamus, Präfrontal Cortex und auch in die linke und die rechte Gehirnhälfte. Und jetzt kommen wir zusammen in Verbindung mit den Ohrkräften. Soweit, dass wir wissen, es gibt im Endeffekt 3 Ohrkräfte.
Wir glauben, dass die Ohrkraft ist Liebe. Aber die Liebe braucht zwei Ohrkräfte. Und eine natürlich ist männlich. Eine männliche vaterliche Kraft. Und die andere ist weiblich, eine mutterliche Kraft. Und bitten wir, dass die weibliche Kraft fließt ganz tief rein in unsere linke Körperseite. Und die männliche Kraft fließt rein in unsere rechte Körperseite. Und diese zwei Kräfte, unsere Vater, Mutter und Vater, die umarmen uns und halten uns. Und die Liebe steht über uns. Und wir bitten, dass diese zwei, drei Ohrkräfte, dass es uns reinigt jetzt. Nicht nur die Zellen in uns, nicht nur die Organe in uns, sondern auch die DNA in uns wird gereinigt jetzt und befreit. Befreit von den Glaubenssätzen, aufgebaut, dass wir sind hauptsächlich unbewusst. Und auch befreit von unseren Vorvätern und Vormutters. Und befreit auch von den letzten 2000 Jahren. Und wie Jesus Christus sagt, schau, siehe, ich mache alles neu. Siehe, ich mache alles neu. Wir erleben jetzt ein Neugeburt. Nicht ein Wiedergeburt, ein Neugeburt. Und diese Neugeburt ist befreit von der Vergangenheit. Als die urmütterliche Kraft und die urvaterliche Kraft reinigt jeder Strang von unserer DNA. Und wir werden lebendig. Absolut lebendig und kräftig, voll mit Licht, voll mit Liebe, voll mit Leben. Wir sind gereinigt. Wir sind befreit. Und was fließt rein jetzt in uns ist Liebe, Licht und Leben. Die wahre Liebe, die wahre Licht und die wahre Leben fließt rein in uns. Das wahre Leben.
wir bleiben in voller Verbindung mit der Mutter Erde. In voller Verbindung mit den Urkräften. Und wir sind Kinder von den Urkräften. Wir sind jetzt Kinder von der wahren Mutter und der wahren Vater. Und wir leben das in das Herz. Und wir leben das als Liebe. Erstmal Selbstliebe und direkt danach Liebe füreinander und für diese Welt und die Natur und die Tiere. Atmen Liebe ein und atmen Leid aus und weg. Wir atmen Liebe ein und wir lassen mit dem Ausatmen Leid weg.
Dankeschön. Vielen, vielen Dank, dass ihr seid gekommen. Ganz kurz ein Überblick. Nächste Woche lehre ich Heilen 1 und 2 zusammen. Und dann am 16. November haben wir diesen Uriel-Tag hier, für die Erzengel Uriel. Von 11 bis 17 Uhr. Und dann an die 22. Erst was die Wochenende drauf, wir haben den Naturwesen-Seminar wieder hier. Und dann Heilen 3. Die erste Woche im Dezember und dann die Weihnachtskurs. Das Weihnachtsseminar ist an der 14., so ungefähr der 14. Dezember. Und dann auch, wir werden dann eine Premiere bald haben für die Maria Magdalena Film. Es ist die Frage, ob wir machen die Premiere hier oder in irgendwo anders. Aber man kann die Maria Magdalena Film kaufen, ist ein Weihnachtsgeschenk. In so ungefähr 10 Tagen habe ich das. Aber die das hat Spende gegeben, ihr bekommt dann das. Danke. Danke, danke, danke. Oh, schön. Danke, Chris. Danke. Danke, Stephanie.